Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es endlich mal wieder ein Update zu unseren Fantics. Also einerseits wird das ein Abschlussvideo sein bezüglich unserem Kettenöler versus Kettenspray Vergleich, also die Information, Zusammenfassung zu diesem Projekt. Und im zweiten Teil wollen wir auch nochmal auf die Fantics speziell eingehen. Wir haben ja viele Kilometer mit denen gemacht, wir haben viel erlebt, waren auch dieses Jahr wieder richtig gut mit denen unterwegs. Und da kamen immer wieder viele Rückfragen auch von euch zu unseren Videos. Und da möchten wir im zweiten Teil von diesem Video jetzt nochmal speziell drauf eingehen, also einige Fragen beantworten. Aber wie gesagt, zunächst einmal das abschließende Fazit zu unserem Vergleich an den beiden Motorrädern, weswegen wir die ja initial auch gekauft hatten. Und zu diesen ganzen schönen Zahlen, Daten und Fakten, da hat euch der Matthias einiges mitgebracht. Genau, hallo nochmal von meiner Seite. Und da gucke ich gerade nochmal schnell auf meinen Zettel hier drauf. Aufgeteilt haben wir das Ganze in 3 Bereiche. Einmal den Zeitaufwand, also alle Arbeiten, die irgendwie an und rund ums Fahrzeug und der Kettenschmierung angefallen sind. Dann die Kosten haben wir verglichen und den Verschleiß natürlich. Ja, wir haben versucht, so akribisch wie möglich das Ganze aufzuzeichnen und haben da auch wirklich auf Tour und unterwegs immer fleißig mitgeschrieben und Kilometerstände notiert. Genau, kommen wir zum Zeitaufwand. Also, da haben wir eine Summe vom Zeitaufwand von 248 Minuten an der grünen Caballero mit dem Kettenöler, die grüne genau hier hinter uns, und 305 Minuten an der roten Caballero mit dem Kettenspray. Genau, da ist eingerechnet den Einbau des Kettenölers an der Caballero. Diese hohe Zeit für die rote Caballero kommt einfach daher zustande, dass wir insgesamt 51 Mal die Kette geschmiert haben. Durchschnittlich alle 300 Kilometer, insgesamt 4 Dosen Kettenspray, 1600 Milliliter. An der grünen Caballero haben wir 6 Mal Kettenöl nachgefüllt, insgesamt 204 Milliliter Kettenöl. Genau, das gibt dann die ganzen Zahlen und Daten und Fakten, die könnt ihr später auch noch gerne nachlesen bei uns auf der Webseite. Genau, weil das geht jetzt vielleicht alles ein bisschen schnell. Aber wir haben damit eine Dose Kettenspray, 400 Milliliter, für 4000 Kilometer gebraucht. Und das Vergleichbare dazu wären für 4000 Kilometer 50 Milliliter Kettenöl an der grünen Caballero. Das heißt, an der Stelle zeitlicher Aufwand geht der Punkt an den Kettenöler. Genau, nach etwa 17.000 Kilometern, was wir jetzt gefahren sind. Ja, und natürlich der Einbau, der am Anfang stattfindet, der dauert natürlich am längsten, sprich, der Effekt wird immer stärker, je länger man fährt. Genau, zweiter Punkt, die Kosten. Da haben wir ein Endergebnis von 142 € insgesamt Kosten Kettenöler und 78 € Kettenspray. Ja, das ist jetzt erstmal unterm Strich betrachtet natürlich eine Mehrkosten für den Kettenöler. Allerdings müsste man jetzt hier an der Stelle eigentlich den Zeitwert des Kettenölers runterrechnen. Wir haben da einfach mal 80 € Restwert veranschlagt. Ja, kann man jetzt in so einer Abschreibtabelle arbeiten oder auch nicht. Ja, kann man gucken, was so Gebrauchspreise sind. Da kommen wir dann 62 € für den Kettenöler und bleiben bei den 78 € fürs Kettenspray, weil das ist natürlich weg. Genau, das wäre so gesehen auch ein Vorteil für den Kettenöler wieder. Ja. Interessanter ist an der Stelle vielleicht die Kosten fürs Kettenöl bzw. fürs Kettenspray pro 1000 Kilometer. Beim Kettenspray wären wir hier bei 1000 Kilometer, entspricht 4,50 € fürs Kettenspray. Und beim Kettenöl kommen wir hier auf 39 Cent pro 1000 Kilometer fürs Kettenöl, was man dann tatsächlich als Betriebsstoff kaufen müsste oder was wir gekauft haben oder beziehungsweise verwendet haben. Ja, genau, dritter Punkt, der Verschleiß. Den Verschleiß haben wir auch immer intervallartig, meistens nach größeren Touren, haben wir die Kette vermessen, haben da auch Bilder gemacht, haben das alles ganz genau notiert, Dinge ausgerechnet und haben jetzt am Ende eine große Tabelle gemacht mit den demontierten Kettensätzen, die wir auseinander geflext haben, die Kettenrollen auseinandergenommen, haben alles fein vermessen, die Kettenlängung vermessen und so weiter und so fort. Auch das könnt ihr euch in Ruhe angucken und ein bisschen durchgehen.
Ich versuche das Ganze ein bisschen kurz zu halten. Es gibt zwei Sachen, die man wirklich erwähnen sollte. Ja? Eine Sache ist, dass wir relativ viel Offroad gefahren sind, nämlich 2137 Kilometer und auch leider 1600 Kilometer im Regen. Das heißt, wir sind fast 25% der gesamten Strecke irgendwie im Dreck oder im Regen gefahren. Das schlägt natürlich auf die Kettenlebensdauer, das ist völlig klar. Also ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage, im echten Offroad-Betrieb schwindet die Lebensdauer bestimmt um den Faktor 10. Und das hatten wir im Vorfeld auch noch nie so klar und deutlich gesehen, dass diese Effekte da viel deutlicher durchschlagen als irgendwelche anderen Lebensdauereffekte, die auf der Straße sind, ja, wo es eigentlich immer relativ kontinuierlich ist, aber im Gelände, da hat man einfach immer so hohen Dreck, so hohen Staubanteil, sehr wechselhafte Bedingungen, dass da einfach die Kette leidet, ja, nicht zuletzt auch durch die starken Schläge, durch Steine, Geröll, genau, ja, und das haben wir gesehen, dass das eigentlich jetzt bei uns im Vergleich der maßgebende Effekt war vom Verschleiß. Das bedeutet, die Kettensätze sind eigentlich, also wir haben jetzt beide runtergeschmissen, beide gewechselt, die Kettensätze sind beide bereit fürs Wechseln, sage ich mal, ja, da ist nicht mehr viel zu holen. Erst, also nach fast 17.000 Kilometern erst, genau, also das ist ja relativ kurz. Was relativ kurz ist, ja. Genau, vor allem für die Erfahrung beim Kettenöler ist es extrem kurz, ja. Aber wie gesagt, diese Verhältnisse im Schmutz, die waren einfach maßgebend, ja, auch eine gute Erkenntnis für uns. Aber zwei Erkenntnisse möchte ich rausheben. Einmal aus der Tabelle, die ihr euch angucken könnt. Einmal war das Ritzel bei der grünen Caballero stärker verschlissen als im Kettenöler und bei der roten. Da hatten wir natürlich auch dieses Verhalten, dass das Ritzel der grünen Caballero am Anfang zunächst locker war, von Werk aus, was natürlich nicht förderlich war. Genau, aber das ist stärker verschlissen, ist vielleicht auch durch diese kontinuierliche Schmierung und dadurch auch praktisch Staubanhaftung und Reibwirkung dem mitgeschuldet. Und was dann noch sehr deutlich war, wir haben einen Test gemacht, wo wir die Kette quasi quer belastet haben und die Durchhängung durchs Eigengewicht über 20 Glieder gemessen haben, quasi wie locker sie ist in der Querrichtung, ja, wie ausgeschlagen sie da ist. Und da war der Durchhang an der roten Caballero mit dem Kettenspray merklich größer. Also wir haben da 10 mm mehr Durchhang, um genau zu sein, 54 mm gegenüber 45 mm, sind 9 mm. Das heißt, die Kettenglieder waren schon mehr ausgeschlagen, hatten einfach mehr Spiel. Genau, ja, die Bolzen in den Führungen hatten schon mehr Spiel. Ja, auseinandergenommen haben, hat man auch gesehen, dass diese Dauerfettfüllung hinterm O-Ring bei der Kette mit dem Kettenspray schon richtig verpastet war, fast schon komplett trocken. Also da war quasi nur noch Schmutz. Bei der mit dem Kettenöler, da sah es auch nicht gut aus, aber da war zumindest noch eine fettähnliche Substanz drin in der Füllung. Genau, so kann man das sagen. Ja, deshalb fällt uns das relativ schwer an der Stelle, einen Sieger zu küren vom Verschleiß. Ja. Klar, die Längung war auch bei der roten mit dem Kettenspray geschmierten Antrieb, war auch die Kettenlängung etwas höher, musste man etwas mehr nachspannen, das war so. Allerdings haben wir sie jetzt im Endeffekt im gleichen Kilometerstand runtergeschmissen, deshalb würde ich da einen Unentschieden für den Verschleiß geben. Okay. Ja, vielen Dank mal für die harten Fakten. Wie gesagt, wem das jetzt zu schnell war, wir haben das alles dokumentiert auf unserer Internetseite und im Blog steht das auch alles nochmal drin. Jetzt natürlich die Frage, was ist also dieses Fazit? Unser Projekt, da ging es ja darum, eigentlich einen Sieger rauszufinden, was jetzt wirklich besser ist. Ist natürlich immer ein bisschen auch Sichtweise, worauf man achtet, worauf man seinen Blick so wirft. Wir für uns können sagen, also dass Kettenschmierung grundsätzlich, wenn man viel im Gelände unterwegs ist, ist schon schwierig und wir tendieren sogar dazu zu sagen, also wenn man im harten Dreck unterwegs ist, dann kann das sogar gegenläufig sein, weil eben diese Schmierung, sei es jetzt von Öl oder Kettenspray, bindet eigentlich noch mehr Schmutzpartikel. Das heißt, man hat eine höhere Reibung und es könnte sogar gegenteilig sein, wenn man dauerhaft im Gelände schmiert. Das ist so das Ergebnis, das wir jetzt so ein bisschen rausgefunden haben. Für uns, ja, so genau, das war das, was wir beobachten konnten im Feld, direkt im Feldvergleich. Ja. Grundsätzlich müssen wir sagen, wir sind ja auch mal längere Touren gefahren, also waren 2 Wochen oder so unterwegs und da konnten wir immer ganz gut beobachten. Also im Vorfeld war es immer so ein bisschen
Streiterei, sage ich jetzt mal, wer von uns beiden die rote Caballero nehmen muss, weil er das Kettenspray mitnehmen muss und dann halt natürlich auch sprühen. Das ist einfach ein Mehraufwand, das haben wir im eigenen Leib sozusagen erfahren, also du musst das Kettenspray mitnehmen und wir haben ja teilweise, also wenn wir im Gelände waren, alle 30 Kilometer mal gesprüht, ob das jetzt sinnvoll war, das sei mal dahingestellt, aber wir haben es einfach relativ oft gemacht, es war viel Zeitaufwand. Und da muss man klar sagen, dass der Kettenöler da einfach super ist, da kann man die Füße sozusagen hochlegen, muss nur ein bisschen den Tank mit dem Ölstand im Blick halten und dann ist man da wirklich, ja, sorgenfrei, sage ich jetzt mal, unterwegs. Also das war wirklich gut, da muss ich klar einen Punkt geben an den Kettenöler. Dann ist natürlich noch die Schmierung, also diese beiden Systeme stehen ja sich so ein bisschen gegenüber. Das Kettenspray ist ja mal eine punktuelle Schmierung, das heißt, ich mache morgens vielleicht, sprühe ich meine Kette ein, bevor man losfährt und dann ist ja die Kette geschmiert, aber die Schmierung, die baut sich ja kontinuierlich ab und dann vielleicht mittags oder so, je nachdem, wo man unterwegs ist, muss man am Mittag nochmal nachschmieren. Und beim Kettenöler ist es ja so, dass du eine kontinuierliche Schmierung hast. Es ist ja also immer viele kleine Zeitintervalle hintereinander. Das ist natürlich schon, steht sich so ein bisschen gegenüber. Also eine starke Schmierung am Anfang, die sich abbaut, beim Kettenspray und beim Kettenöler eine konstante Schmierung. Und das ist natürlich auch ein positiver Faktor, diese konstante Schmierung für die Kettenlebensdauer. So, das mal ganz grundsätzlich. Ja, und genau, was ich schon angesprochen hatte, also das Kettenspray hat diesen Fokus einfach auch Dreck zu sammeln. Das ist mal unabhängig davon, ob man jetzt auf der Straße unterwegs ist oder im Gelände. Das bindet eben mehr Dreck, weil ja natürlich das Kettenspray länger anhaften soll, weil man eben nur einmal sprüht und dann soll das Fett ja möglichst lang auf der Kette bleiben. Dadurch bindet sich, aber durch diese Haftkraft bindet es natürlich auch viel Schmutz. Das ist also vom System her ein bisschen nachteilig gegenüber dem Kettenöler, der damit weniger Schmierung auskommt und halt kontinuierlich schmiert und deswegen nicht so viel Dreck bindet. Das ist eigentlich so, oder ist das Fazit, was wir jetzt sagen würden. Also natürlich Vorteil vom Aufwand im laufenden Betrieb und auch auf den Touren vom Kettenöler, da hat man weniger Aufwand. Man hat am Anfang eben dieses, ich muss installieren, also einen Kettenöler anbauen, natürlich, das muss man wollen und einen gewissen einen Kostenfaktor, aber ansonsten hat man das, also im Realbetrieb gesehen, ist das für uns auf jeden Fall ein Mehrwert oder ein Gewinn, wenn man mit Kettenöler unterwegs sein kann. Also auch Gelände und Straße sowieso, die Erfahrung hatten wir ja schon vorher. Ja, dazu kannst du ja noch was sagen. Ne? Genau, ja, das war jetzt einfach, muss man sagen, das Ergebnis war jetzt nicht ganz das, was wir uns eigentlich im Vorfeld, worauf wir hinaus wollten, völlig klar, ja, weil wir das kennen, wir kennen es von der Straße so, ja, wir haben jetzt erst vor 2 Wochen an einer S1000 RR den Kettensatz runtergeschmissen, der 55.000 Kilometer drauf hatte, alles selbst gefahren und der sah eigentlich noch ganz in Ordnung aus, der Kettensatz. Das sind so unsere Erfahrungen, die wir haben. Die hatte einen Kettenöler dran. Genau, die hatte einen Kettenöler dran von Anfang an, ja, und das sind wir, ja, wenn wir auf Straßentouren unterwegs sind, da muss man nicht viel machen, das läuft einfach, ja, und auch wenn man jetzt, sag mal, leichtes Gelände fährt und hin und wieder mal einen Schotterweg fährt, ja, oder wenn es trocken ist, auch im Gelände oder so ein Waldboden, ja, da muss man nicht viel machen, da muss man ein bisschen nachölen, da funktioniert das super, ja. Wenn jetzt aber natürlich das Gelände wirklich schwer wird, vor allem sehr staubige oder eben matschige Bedingungen, ja, wir hatten, glaube ich, einmal den Fall, ja, weil du die 30 Kilometer angesprochen hattest, da drauf gesprüht und dann fährt man ab auf eine staubige Piste. Nach ein paar Kilometern kommt man runter und denkt, naja, jetzt ist im Prinzip alles verklebt und die Rollen sind trocken. Ja, das hätte man sich auch sparen können. Ja. Das ist genau der Punkt. Ja, und deshalb kommt es auch zu diesem extremen Verschleiß im Gelände. Weshalb vielleicht der eine oder andere sagt, ja, gar nicht schmieren ist besser. Ja, ich sage, direkt in so einer Situation zu schmieren ist wenig hilfreich, aber sobald man, wenn man jetzt eine längere Tour fährt, ja, eben aus so einer Situation rausführt, nachzuschmieren, das ist eigentlich dann, worauf es ankommt, damit man da nicht eben eine Autobahnetappe eben fährt und dann doch 100 Kilometer mit trockener Kette, mit hoher Geschwindigkeit fährt, weil das ist dann wirklich nicht hilfreich für die Kettenlebensdauer. Ja, unsere Erfahrung ist, dass es auf der Straße perfekt funktioniert, ja. Auch in den normalen Umständen und Umgebungen, ja, jetzt in diesem Vergleich war es tatsächlich so, dass wir sie gesagt haben, der Zeitaufwand ist geringer, es ist komfortabler, es ist angenehm, das zu haben, ja, man kann da die Füße hochlegen, wenn der Kollege am nächsten Morgen da sitzt und sich die Arme und Beine verrenkt, um die Kette da einzufetten, ja. Vom Verschleiß her, muss ich sagen, waren wir jetzt leichte Vorteile für den Kettenöler hatten wir nichtsdestotrotz. Ja, aber es war jetzt nicht so, dass wir hier von der doppelten Kettenlebensdauer sprechen würden. Ja.
Also die Frage ist eigentlich, wie so oft, was hat man vor, wo will man hin? Fahre ich jetzt bei einem Crossrennen mit, baue mir natürlich auch aus anderen Gründen keinen Kettenöler ein, aber wenn du jetzt so eine Mischtour machst, eben du fährst irgendwie Richtung Balkan oder nach Gibraltar, also wo man vielleicht auch mal ein Gelände fahren will, ist es trotzdem sinnvoll mit dem Kettenöler oder hat man einen einfachen Mehrwert, wenn man mit dem Kettenöler unterwegs ist, das kann man schon so sagen. Also wie immer, was will man machen, was für ein Motorrad fährt man, das spielt ja alles mit rein und unser Anliegen war ja einfach diese Erfahrung zu machen und auch weiterzugeben an euch, dass ihr Informationen habt und beurteilen könnt, was ist sinnvoll für mich, was ergibt Sinn und ja, was kann ich mir vielleicht noch installieren oder was passt für meinen Fall einfach gut. Ja, und Spaß haben wir auch noch dabei. Genau, also diese ganze Arbeit, die wir so hatten, muss man sagen, war ja auch schön. Also hat Spaß gemacht. Genau. Würde ich sagen. Okay, dann gehen wir zum zweiten Teil über. Und zwar geht es jetzt an die Funtex. Das interessiert ja auch einen Teil von euch sicherlich brennend. Unsere Erfahrung dazu im zweiten Teil, der folgt jetzt. Dankeschön. Also erstmal Kaffeepause. Also dass sich das Projekt so entwickelt, hätten wir eigentlich gar nicht gedacht, als wir damals uns die Caballeros rausgesucht haben. Müssen aber abschließend sagen, oder anders angefangen, also wir haben sie ja gekauft eben für diesen gerade präsentierten Kettenöler versus Kettenspray-Vergleich. Da fanden wir sie ganz tauglich für und es hat sich parallel zu diesem Vergleich eigentlich mit den Caballeros nochmal so eine richtige Herzensangelegenheit entwickelt, also weil wir die wirklich ins Herz geschlossen haben, diese Motorräder. Das hat richtig viel Freude gemacht für uns, dieses Projekt und auch mit den Caballeros unterwegs zu sein. Und dazu müssten wir auch nochmal sagen, also ganz klar, wir sind nicht von Fantic gesponsert, das war mehr so ein Zufallsgriff von uns und dass sich das so entwickelt hat, das hätten wir selber gar nicht gedacht. Also, wir sind nicht von Fantic gesponsert und noch als Info auch vorweg, wir wurden öfter gefragt, wie sich denn die Scrambler zu der Rallye verhält, weil wir ja zwei unterschiedliche Farben fahren, also an den Tanks, die haben ja zwei unterschiedliche Farben. Wir haben an der einen einfach nur den Tank getauscht, also es sind beides Rallye-Versionen, die wir da fahren. Wir vergleichen also nicht die Scrambler mit der Rallye. Beides Rallye-Versionen, einfach nur den Tank getauscht, dass wir ein bisschen Kontrast haben. Ja, das ist einmal nochmal grundsätzlich zu dem Projekt. Und für die ganzen Kilometer, die wir unterwegs waren, da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Macht man innerlich ja auch immer so eine Beurteilung des Motorrades, auf dem man sitzt. Und dazu würden wir jetzt gerne einfach noch ein bisschen was sagen, wie wir die Caballeros so erfahren haben, ja, was sie gut gemacht haben, was sie schlecht gemacht haben. Genau, da sage ich einfach mal ein paar Worte zu. Also genau, geht mir ähnlich. Ja, es war einfach eine tolle Zeit mit denen und es hat einfach Spaß gemacht, mit denen rumzufahren. Ja, und was uns so aufgefallen ist, einfach kein Anspruch an Vollständigkeit, einfach ein paar Punkte, über die wir sprechen können. Einmal haben die ja die Bereifung, diese Michelin Anarchy Wild Bereifung, vorne in 19 Zoll, hinten in 17 Zoll verbaut, beide relativ breit, ja, hinten ist 140, vorne weiß ich gar nicht, ja, aber sie sind auf jeden Fall recht voluminös. Das hat sich so gezeigt, dass es recht angenehm ist, gerade so auf so tieferem Schotter, wo man so ein bisschen drauf schwimmt, da laufen sie recht gut. Generell fand souverän, kann man sagen, souverän, für so ein kleines Motorrad. Und auch gerade diese Anarchy Wild, würde ich sagen, das ist eigentlich ein super Reifen für so Dual Sport. Ja, also sowohl im Gelände als auch auf der Straße haben die echt einen soliden Eindruck bei uns hinterlassen. Ja, klar, wenn es dann sehr schlammig wird, dann fehlt ihnen natürlich ein bisschen die Blöcke, aber wirklich, würde ich wieder drauf machen. Und also optisch, so gerade die breiten Reifen, finde ich, machen auch was her. Also der wirkt ja nicht ganz so klein, sondern so ein bisschen bulliger, ein bisschen kräftiger. Macht eigentlich optisch auch echt gut was her. Klar, für diese großen Schlaglöcher oder vielleicht auch sonstige Hindernisse sind die Reifen dann doch ein bisschen zu klein. Da braucht man doch eher ein 21 Zoll Rad vorne, einfach, dass es besser drüber wegläuft. Ja. Aber für unsere Verhältnisse, wie wir unterwegs waren, haben die wirklich gut getaugt. Ja, genauso der Federweg. Der Federweg ist ja höher wie bei der Scrambler. Ja. Diese Rallye hat 200 mm Federweg vorne, die Scrambler nur 150.
Und diese 200 mm Federweg, die reichen, sage ich mal, für 90% der Fälle aus. Ja, da machen sie eine gute Figur. Ja, also wir hatten es eigentlich auch ganz selten, dass da mal irgendwas durchgeschlagen hat. Auch bei kleineren Sprüngen oder so haben die das eigentlich ganz gut weggesteckt, die Elemente. Auf der Straße muss man sagen, gerade das Federbein hinten, da muss man ziemlich zudrehen, damit sie da, also wenn man sportlich in die Kehren rein ist, da hat sie schon immer gepumpt und ja, muss man reiten, sage ich mal. Ja, wie das Caballero. Der Caballero ist ja der Reiter, ja, das hat dann ganz gut gepasst, ja. Der war immer zum Grinsen angeregt, ja, weil man gar nicht so hohe Geschwindigkeiten braucht, um da ein bisschen ja, Spaß aufkommen zu lassen. Ja. Ja. Ja, die Fahrergrößen, ja, wir sind beide über 1,80 groß, haben uns wohlgefühlt auf den Caballeros, ja, so vom Gefühl her, bis 1,90 sollte das kein Problem sein. Wenn man jetzt deutlich über 1,90 ist, ja, sollte man auf jeden Fall mal Probe sitzen, mal Probe fahren vorher, ja, und gucken, ob das dann einfach passt, ja, ob der Kniewinkel da in Ordnung ist oder ob das vielleicht dann so ein bisschen unverhältnismäßig wird. Aber sie sind größer, als sie so den Eindruck machen. Ja. Also ich mit 1,85 komme nicht auf beiden Seiten flach mit den Fußflächen auf dem Boden. Das so als Anhaltswert. Es war auch schon so, als wir die beim Händler haben stehen sehen, da waren wir schon ein bisschen skeptisch so das erste Mal. So, die sehen schon klein aus, aber im Endeffekt hat es sich wirklich als Größe von uns jetzt als optimal, würde ich sagen, so erwiesen. Also, ja, genau. Also klar, vor allem halt auch dankbar im Gelände, wenn diese Höhe und die Sitzhöhe nicht zu extrem hoch ist, ja, weil man sie einfach leichter halten kann. Ja. Punkt technische Zuverlässigkeit. Ja, wir haben einmal einen Abschlepper gebraucht, ja. In Schweden haben wir einmal Unterstützung gebraucht, ja, da sind wir nicht weitergekommen. Das Zylinderkopfdichtungsthema, wir haben ja die Euro 4 Modelle von 2020. Ja, ist nicht wegzuleugnen, beide wurden eingeholt von diesem Problem, eine bei 8000 und die andere bei 9000 Kilometer, so um den Dreh. Ja, so von der Erfahrung her ist es so, wenn es anfängt schlecht anzulaufen, das Motorrad, dann hat man noch so 300-400 Kilometer, bevor dann die Lambda-Sonde am Ende macht, ja, und quasi, dann geht sie tatsächlich während der Fahrt einfach aus und ist vorbei. Ja. Für uns war das natürlich einerseits ärgerlich, auf der anderen Seite ja, haben wir die Dinger zum Händler gestellt. Das wurde in kürzester Zeit repariert. Fantic hat eine Nachrüstung fürs Kühlsystem gebracht, da ist so ein Ventil drin, weil scheinbar Luft in den Zylinder gezogen wurde aus dem Ausgleichsbehälter. Wurde repariert. Jetzt sind wir etwa die doppelte Laufleistung seither gefahren, hatten dahingehend kein Problem mehr, läuft zuverlässig. Die ganzen neueren Modelle sind alle schon mit dieser Nachrüstung ausgestattet. Was wir wissen vom Händler, Rückmeldung ist so, dass sich dieses Problem absolut beruhigt hat. Genau, ja. Wenn ihr da mehr wisst, ja, wenn ihr da Euro 5 Modelle habt und schon eine neue Zylinderkopfdichtung, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, ja, ist super interessant. Ja. Genau, das ist unsere Erfahrung. Also wir hatten keine Probleme mehr, weil das auch eine Frage war, die sehr häufig kam. Mhm. Ja, wir haben ja unsere Ruckdämpfergummis, wie es jemand in den Kommentaren bewertet hat, russisch repariert. Ja? Mit so einer Schrumpfschraublösung haben wir in einem anderen Video mal gezeigt, wie wir das gemacht haben. Ist jetzt, ich weiß nicht, 8.000, 10.000 Kilometer her, so ist um den Dreh. Mhm. Und ja, ist immer noch in Ordnung. Also kann man jetzt davon halten, was man möchte. Ja, wir sind damit gut gefahren. Unsere russische Lösung hat funktioniert. Genau, ja, einfach und schnell. Ja, ansonsten technische Sachen, die aufgetreten sind, wollen wir nicht schönreden. Es gibt einige Teile an der Fantic, die sind irgendwo aus einer billigen Ecke gefallen. Ja, dazu gehört der Scheinwerfer, ja, dazu gehören bei den Euro 4 Modellen auch die Griffarmaturen, ja, oder die Blinker. Wurde bei uns teilweise, also ein Scheinwerfer wurde getauscht, ja, ein Rücklicht wurde getauscht, eine Griffarmatur wurde getauscht, alles auf Garantie. Ja, das ist nicht sonderlich schön, sollte natürlich nicht sein bei so einer Laufleistung, ja, aber es ist schon natürlich auch klar, dass wir hier von dem Fahrzeug in dem Preisbereich um die 7.000 Euro reden und irgendwo muss natürlich auch gespart werden. Ich sage immer, es ist einerseits sind wirklich wunderschöne Teile und hochqualitative Teile verbaut, die man eigentlich nur in einem höheren Segment erwarten würde, aber dann gerade bei den elektrischen Anbauteilen, sage ich mal, ja, das ist Massenware und da ist einfach so, da kann mal sein, ja, das Licht ist auch nicht komplett ausgefallen, da sind dann 2 LEDs ausgestiegen, ja,
Genau. Also wir haben ja schon auch von Leuten dann gehört, die sich darüber so beschwert haben oder geklagt haben, die Qualität sei ungenügend. Also man muss das wirklich ins Verhältnis setzen für den Kaufpreis, für den Listenpreis. Also wir nennen die Defekte, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen würden, das wäre so ein Grund, der uns vom Kaufen abhalten würde. Also das nehme ich einfach in Kauf und man muss das im Verhältnis einfach sehen, dass sowas vorkommen kann. Also das ist jetzt für uns gar kein Gegenkaufargument. Das muss man ganz klar sagen. Weil wir gefragt wurden, was ist kaputt gegangen, nennen wir es auch. Aber ja, im Verhältnis. Genau. Und also so wie wir das gesehen haben, hat auch Fantic ist da wirklich auch bemüht, da nachzubessern, ja, an den Stellen. Natürlich auch in eigenen Interessen, vermute ich mal, dass sie wirklich da auch gucken, da wo häufig Auffälligkeiten sind, dass da auch nachgebessert wird. Genau. Ja, die Regenfahrten und Überhitzungsprobleme habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Überhitzungsprobleme, das ist ein Thema. Es ist einfach so, dass diese kleinen Motoren keine langen Langstreckenetappen auf der Autobahn bei 130, 140 km/h mögen. Die bauen sich einfach thermisch auf, da kommt auch der Kühlerlüfter nicht mehr hinterher. Ja. Wir haben ja unseren Kumpan-Drehzahlmesser mit der Motortemperaturüberwachung verbaut und das ist in dem Fall tatsächlich hilfreich. Da kann man abhängig von der Außentemperatur dann quasi einfach so eine Geschwindigkeit, eine Drehzahl fahren, wo die Temperatur dann kommt. Die Temperatur dann einfach konstant bleibt. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Jetzt darfst du noch was zum Verbrauch sagen. Machen wir besser Ende. Verbrauch, okay, jetzt muss ich deine Daten übernehmen. Durchschnittlich bei uns 3,5 bis 4 Liter. So auf 100 Kilometern. Es variiert natürlich auch. Wir haben ja schon gesagt, wir sind sehr unterschiedlich gefahren, mal lange Autobahnfahrten und mal im Gelände. Aber das ist, ja, also ich glaube, das kann man stehen lassen. Das ist ein guter Verbrauch auf jeden Fall. Ist nicht extrem hoch, sehr moderat. Ja, genau. Davor noch als Ergänzung, Regenfahrten waren auch kein Problem. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Ja, wir wissen ja aus eigener Erfahrung, wir haben so gewisse Motorräder, die bei Regen in die Knie gehen. Da haben wir keinerlei Aussetzer oder irgendein Fehlverhalten. Ja. Der Motor generell hat eine sehr lineare Leistungsentfaltung, ist untenrum auch schon eine gewisse Stärke. Obenrum geht ihm allerdings die Luft aus und wird dann hauptsächlich noch laut, so bei über 7.500, 8.000 Drehungen bis knapp 9 Dreh. Da muss man sich nicht mehr aufhalten in dem Bereich. Genau. Ja, die Defekte, die alle aufgetreten sind, die haben wir alle dokumentiert. Da könnt ihr gerne nochmal vom Blog vorbeischauen, euch das angucken. Wir haben auch unsere Umbau und so weiter mal alles niedergeschrieben. Könnt ihr da alles nachlesen. Ja, nochmal kurz zum Thema Rallye. Ja, Rallye hört sich natürlich vielleicht ein bisschen wilder an, als es tatsächlich ist. Ja. Die Fantic ist kein Fahrzeug, die von die Paris-Dakar Rallye teilnehmen wird. Ja, völlig klar. Ja, zumindest nicht im Serienzustand. Genau, sie ist nämlich keine Sport-Enduro, ja, und sie ist auch keine Reise-Enduro, die möchte beides nicht sein, sie ist eher, sagen wir mal so, eine Scrambler, die Enduro-fähig ist, ja, so würde ich es vielleicht sagen, und das macht sie so besonders, sie ist einfach gut unterwegs, ja, sie macht sich auf der Straße gut, sie macht sich im Gelände gut, ja, sie zeigt keine großen Schwächen und sie versprüht gute Laune, ja. Das heißt, sie jetzt knallhart mit einer reinen Sport-Enduro zu vergleichen, wäre völlig falsch und fehl am Platz. Und genauso wenig ist eine Reise-Enduro, die man mit irgendwie 120 Liter Gepäckvolumen bepackt. Das mag sie auch nicht. Aber so wie wir unterwegs waren, da fühlt sie sich wohl und es ist eine gewisse Leichtigkeit einfach dabei. Ja. Es war eine gute Harmonie zwischen Motorrad und Fahrer, also das hat gut gepasst. Ja, soweit von der technischen Seite. Genau, da haben wir, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Aber wir sind soweit. Für uns war es wirklich eine schöne Zeit, mit denen zu fahren und die ganzen Sachen, die uns aufgefallen sind. Wir waren stets mehr positiv überrascht als negativ. Ja, das kann man so sagen. Ja, dann kommen wir nochmal zu diesen häufig gestellten Fragen, also die uns erreicht haben per E-Mail oder auch unter den Videos die Videos, die wir zu den Caballeros schon gemacht haben. Da haben wir mal gesammelt, was häufig aufgetreten ist und das hilft euch vielleicht nochmal weiter, falls ihr mit einer Kaufentscheidung oder mit einer Kaufentscheidung gerade zugange seid für die Caballero, also die Fragen, die die meisten so bewegen. Die erste wäre, ist die Caballero 500 Rallye zu klein für mich? Also Körpergröße haben wir schon angesprochen. Haben wir schon angesprochen, ja. Dafür müssen wir natürlich wissen, wie groß du bist. Ja, eigentlich vorhin schon alles gesagt, ja. Wenn ihr über 1,90 seid,
schaut es euch erstmal an. Probe sitzen beim Händler, also das können wir ja auch nicht sagen. Ne? Wir haben gesagt, wie groß wir sind und haben uns da auch wohlgefühlt und den Rest müsst dann auch ihr entscheiden. Dann auch eine Frage, die kam, auch schon angeschnitten, das Thema ist die Caballero Rallye, auch eine gute Alternative zu einer vielleicht tatsächlich echten Sport-Enduro wie Husqvarna 701, die wir ja auch haben. Also im Einsatz haben wir einen direkten Vergleich und die sind auch Touren gefahren, wo beide Fahrzeuge dabei waren. Also ist es die bessere Alternative, kann man das sagen? Oder? Ja, also die 701 oder die 690 Enduro ist ja keine echte Sport-Enduro, allerdings eine Enduro, die fürs Gelände gemacht wurde. Und da muss man ganz klar sagen, also die 701, wie gesagt, ist selber bei uns am Start. Die ist das bessere Geländemotorrad. Punkt. Das muss man so sagen. Ja. Wer gut fahren kann, mit der zurechtkommt, mit der Höhe zurechtkommt, wird mit der auf dem Rundkurs schnellere Zeiten erzielen. Ja. Weiter springen und einfach auch besser am Berg sein. Ja. Allerdings ist die Caballero deutlich einfacher zu fahren. Sie ist dankbarer, sie verzeiht mehr Fehler. Ja. Sie ist leichter, auch mal in schwierigen Situationen zu halten. Sie wirkt unkomplizierter und ist gerade wieder mal für einen Einsteiger deutlich dankbarer. Ja. Sie hat nicht so eine vielleicht auch Brutalität, die dir der Motor da zutage legen kann. Ja. Sie hat natürlich nur 40 PS, keine 70, 75. Und das ist einfach leichter zu fahren. Es ist einfacher, es ist besser. Und in dem Fall, je nach Fahrer, würde ich sagen, tatsächlich auch das bessere Fahrzeug. Ja. Natürlich, wer jetzt sagt, ich will wirklich ins Gelände gehen und ich will da auch mal durch den Dreck pflügen können, ja, der sollte in einer anderen Ecke gucken. Ja, also auch wieder hier die Frage, was willst du machen? Was sind noch deine Erfahrungen vielleicht? Wir hatten ja auch Anfragen von einigen, die jetzt so die Caballero als Wiedereinstiegsmotorrad nehmen, die vielleicht auch einige Jahre nicht gefahren sind. Und das ist ein ganz tolles Motorrad, einfach weil sie unkompliziert ist. So. Und dann ist es vielleicht für jemanden die bessere Wahl, die Rallye zu nehmen, falls das je so zur Diskussion steht. Eine weitere Frage, die häufig kam, auch vorhin schon angesprochen, wie sieht es aus mit Problemen, Zylinder, Kopfdichtung und dem ganzen Kühlsystem? Gibt es da noch Probleme? Genau, jetzt sprechen wir da schon wieder drüber. Wir haben gerade vorhin schon drüber gesprochen und wir wurden das jetzt wirklich oft gefragt. Wir sind es inzwischen auch so ein bisschen leid, ja, wie vorhin besprochen. Also macht die Antwort kurz. Wir hatten die Probleme wurden gelöst. Weiterhin hatten wir keine weiteren Probleme, können aber auch nicht sagen, dass das nie wieder auftreten wird. Von daher wäre es ein guter Ding. Fragt das besser euren Händler, euren Fantic-Händler, der hat ja vielleicht noch mehr Maschinen an der Hand. Ja, auch eine häufige Frage, welche Handprotektoren haben wir denn verbaut an den Fantics? Die sind ja nicht serienmäßig. Genau, ja, das war, glaube ich, die zweithäufigste Frage, die kam, ja. Die Handprotektoren sind mal vorweg gesagt, ja, äußerst hilfreich, ja, haben bei uns sehr viele Kupplungs- und Bremshebel gerettet, ja. Haben auch öfter mal Bodenkontakt gehabt und die Handprotektoren haben wir tatsächlich inzwischen bei uns im Shop aufgenommen, könnt ihr da kaufen, ja, einfach weil wir gemerkt haben, hey, da ist Bedarf und die machen sich ganz gut an den Mopeds. Genau, auch wenn man durch dichteres Gebüsch fährt, haben wir tatsächlich auch öfter gehabt, jetzt auf dem TET ist es auch gut, wenn man sich da so durchboxen kann, ohne dass ein Ast da noch gegen die Kupplung oder die Handbremse schlägt. Weitere Frage, wie fährt sich die Caballero im Stehen? Die ist ja ein bisschen asymmetrisch, wenn man das so sagen kann, weil auf der rechten Seite der Auspuff hinten rauskommt. Das heißt, dass sie ein Stück breiter. Und das war auch tatsächlich das, was uns als erstes aufgefallen ist bei der Probefahrt, dass sie so ein bisschen breit ist. Und wie war jetzt aber die Erfahrung? Ja, die Erfahrung ist, wie du sagst, im ersten Moment wirkt es irgendwie schlimmer, als es dann tatsächlich ist. Wenn man da drauf steht, ja, dann merkt man, oh, da, die Wade hat Kontakt da mit dieser Verkleidung und denkt sich im Stand, oh, ist das so schön, ist das so gut. Ja, im Endeffekt, wenn man sich daran gewöhnt hat und dann im Gelände unterwegs ist, also mich hat es nicht gestört, ja, ich bin gut damit zurechtgekommen. Es ist vielleicht nicht perfekt, aber es taugt auf jeden Fall. Also es wird ja vielleicht ein bisschen groß geredet, sage ich mal, ja. Das Thema. Man hat einen sicheren Stand auf jeden Fall. Da waren, glaube ich, noch so Gummischoner drauf, einen Fußrasten, die haben wir natürlich runtergeschmissen. Also du hast einen super Halt auf den Fußrasten. Und ich hatte jetzt nie das Problem, dass ich deswegen irgendwie von der Fußraste gerutscht bin. Also da können wir sagen, es wird ungewohnt, aber absolut kein Problem, das irgendwie dann auftritt. Ja. Autobahnfahrten wurden wir auch öfter gefragt, taugt sie für lange Strecken, lange Reisen, das hast du ja auch schon gesagt, da gibt es jetzt eigentlich auch nicht viel mehr dazu zu sagen, also im Prinzip Temperatur und Drehzahl im Blick halten. Funktioniert, ja, findet euch mit einer Geschwindigkeit von 110, 120 ab, setzt euch drauf und nehmt euch ein bisschen Zeit dafür, behaltet die Temperatur im Blick und dann geht auch das, natürlich, Komfort
ist vielleicht was anderes, ja, aber es geht. Wir sind viele 100 Kilometer damit Autobahn-Etappen am Stück gefahren. Auf jeden Fall. Ja, und dann als Fazit für die Caballeros vielleicht noch, ja, wie ist denn so die Gesamtqualität? Ist natürlich eine schwierige Frage, immer mit was vergleiche ich es? Vergleiche ich das mit einem Raumschiff für 20.000 Euro, aber ja, wie ist so unsere Einschätzung, Qualität? Natürlich gibt es da Fahrzeuge aus Mattighofen oder auch aus München, die da qualitativ sicherlich erhaben sind über die Caballero. Allerdings ist das auch gar nicht der Anspruch, wie auch das Thema mit echter Sportenduro oder nicht. Ja, das ist nicht der Anspruch, die Qualität ist für den Preis wirklich sehr gut. Man bekommt was für sein Geld und man muss einfach so ein bisschen gelassen sein, ja, und sich nicht über jedes kleine Macke, ja, das ist zum Beispiel auch diese Tankverkleidung vorne, ja, das ist alles recht eng bemessen, wenn der Lenkeinschlag dann ganz rumgeht, ja, dann scheuert die Gabelbrücke da unten in der Verkleidung ein bisschen und macht dann eine Macke in den Lack rein, das passiert unweigerlich, außer sie haben es inzwischen nachgebessert. Ja, ich meine, das ist eine Stelle, die sieht man nicht und da kann man sich jetzt drüber aufregen oder halt auch nicht. Ja. Das sind so Themen, da ist es bestimmt nicht perfekt, da fehlen noch ein paar Prozent. Aber insgesamt sind wir überzeugt davon, wir würden sie, wie schon erwähnt, würden sie wieder kaufen und finden auch, dass da wirklich was Gutes gelungen ist. Vielleicht auch was so ein bisschen Kontrast ist zu dem Massenmarkt, der aktuell wirklich so ist, wo wirklich die gleichen Motoren in unterschiedliche Chassis gebaut werden und ein anderer Name drauf gepinselt wird. Da ist es wirklich einfach nochmal ein anderes Fahrzeug. Ja. Und auch, weil es zumindest eine halbe Enduro ist, sage ich jetzt mal, wir haben uns das Fahrzeug ja nicht gekauft, um es ins Wohnzimmer zu stellen, sondern wir sind im Gelände unterwegs. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Kratzer reinkommen, auch wenn sie ein bisschen Beschädigung bekommen, für uns war mehr wichtiger, was können wir mit den Motorrädern machen, als was sie nur so von der Optik her darstellen. Wobei sie optisch wunderschön sind, gar keine Frage. Aber wenn man sich halt so diese Qualitätssachen so anguckt, hier mal vielleicht ein Kratzer oder da geht irgendwie was kaputt. Ich weiß nicht, das ist auch immer noch ein Nutzfahrzeug in dem Sinne für uns. Wir wollten damit auch ins Gelände und haben viele Kilometer gemacht. Deswegen ist auch das so ein bisschen relativ zu betrachten. Ja. Also unterm Strich sind wir super zufrieden. Und das wäre vielleicht auch der letzte Punkt dann noch. Also was machen wir mit den Caballeros? Behalten. Wir behalten sie. Genau. Ursprünglich gekauft, wie gesagt, zu diesem Vergleich Kettenöler versus Kettenspray. Und ja, wir haben sie lieb gewonnen, wie wir auch schon ganz am Anfang gesagt haben. Sind begeistert, wollen sie behalten, wollen damit weitermachen. Haben uns natürlich Gedanken gemacht, was wir machen können. Haben ja auch diese 1,5 Jahre, in denen wir sie jetzt gefahren sind, ja, so kreativ einige Ideen sammeln können, was man machen könnte, was auch vielleicht verbesserungswürdig ist, was wir vorhin auch schon angesprochen haben. Deswegen hat sich bei uns im Kopf so ein gewisses Projekt manifestiert und wie ihr im Intro auch vielleicht schon gesehen habt, hängt die rote Caballero ja schon am Kran und ist ein bisschen ausgeschlachtet. Das heißt, da gibt es ein neues Projekt, wo wir Modifizierung vornehmen wollen. Und mehr wollen wir gar nicht verraten. Das ist jetzt so, was neu ansteht. Das heißt, Kettenöler versus Kettenspray-Projekt ist abgeschlossen. Wir machen jetzt keinen direkten Vergleich mehr mit den Caballeros auch, aber wir werden sie weiterfahren. Aber mit einem neuen Projekt, mit einem neuen Thema, sage ich mal, werden wir weiter Erfahrungen sammeln. Und die werden wir auch sehr gerne euch weiter präsentieren, weil die Rückmeldung auch immer super war. Und es hat wirklich Freude gemacht, auch mit euch und mit den Motorrädern unterwegs zu sein. Ich würde sagen, jetzt haben wir ganz schön viel gelabert. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen und wir hoffen natürlich wie immer, dass die Videos auch informativ waren, dass die euch irgendwie bei einer Entscheidung helfen oder einfach euch weitergebracht haben auch, so dass wir was weitergeben könnten, was wir so erlebt haben. Und wir freuen uns auf die nächsten Videos. Da könnt ihr auch schon gespannt sein auf jeden Fall, was dann noch kommen wird. Da ist ja eine große Caballero-Gemeinschaft dahinter und da freuen wir uns einfach drauf. Von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis dahin. Wir sehen uns.